Hallo. Schön, wir sind da wieder mal im Vespa-Ecke beim Ralf. Heute bauen wir wieder mal ein Wideframe-Motorli für eine 50er-Jahre Vespa. Eine Lampe unten. Nicht ganz maximal, aber für ein gutes Budget ein guter Motor. Wir machen das Vierganggetriebe rein, um kürzer abzustufen. Wir machen eine schöne Kurbelwellen rein und wir machen einen Aluzylinder drauf mit Membraneinlass. Eben, da ist alles möglich. Das sehen wir heute wieder einmal mehr, oder? Die ganze Umbaugeschichte, 3- und 4-Gang etc. Machbar ist alles quasi nach dem Motto. Ja. Für das Unmögliche brauchen wir ein bisschen länger. Ja, genau. Also ihr seht es wieder einmal mehr. Wir machen hier alles querbeet, von Pneuwechsel, Service bis zu halt wirklich so Spezialumbauten. Das ist alles überhaupt kein Thema. Also vorbeibringen. Die Sonne scheint, egal was ihr habt, kommt zu uns. Dann geht es heute noch auf den Prüfstand. Ja, wenn das Motor fertig ist, gehen wir auf den Oder Prüfstand. heute, ja. Bevor ich da die Hinterachse ins Gehäuse einbaue, tue ich es ganz schnell ausdistanzieren. Da die 4 Zahnräder, eben 4-Gang, drauf. Ich nehme jetzt einfach mal schnell den alten Distanzring. Das spielt nicht so eine Rolle. Gut, ich sehe schon, der wird sehr viel Spiel haben. So. Da mit der Blattleere einfach, da kann man da 2 Zettel. Drei Zettel, uiuiui. 4, ja, das ist. So, bei 5 fängt es an zu klemmen. Also jetzt nehmen wir einen Distanzring, der sicher 4 Zettel dicker ist. Der Original ist in der Regel 2 mm. So, gehen wir mal schauen. Ich habe viel dort in der Schublade. Aha. Das ist alles angeschrieben. Schön, wirklich, ja, ja, da bin ich mega stolz. Also es macht auch mega Spass. Schublade auf, Teile rausnehmen, Schublade zu, weiterarbeiten. Nicht da stundenlang rumgrübeln. Gut, dann schauen wir noch mal. 1 Zettel geht rein. 1,5 geht auch noch. 2 Zettel. Der klemmt. Ja. Können wir vielleicht noch ein Zettel dicker gehen. Also das Piaggio, das Werkstatthandbuch, gibt da 2 bis 4 Zettel vor. Das ist relativ viel. So viel mache ich nicht. Aber ein guter Zettelspiel, so nach meiner Erfahrung, eigentlich bewährt. Das Problem ist, dass ja da innen läuft das Schaltkreuz. Und wenn das zu wenig Spiel hat, dann gehen die Zahnräder relativ streng auf dieser Welle und dann ist das Schalten relativ schwergängig. Und dass es gut läuft, muss es ein bisschen Spiel haben. Ja, so, also 2 Zettel klemmt und da das 1,5 Blättchen. Und da hinten klemmt es. Jetzt schauen wir mal noch einen Zettel. Ja, das klemmt da hinten auch ganz leicht. Also der Zettel geht nicht rein, in dem Fall machen wir es eins dünner. Alles für ein gutes Video. Herrlich. Tolles Licht, ich sehe dich, alles gut. Gut, dann tun wir einfach nochmal den Ring da drauf und dann das Spiel nochmal prüfen. He? Tack. Ja, ja, das gut 1 Zettel Spiel, aber mehr nicht. Und sehen dann laufen die Zahnräder tipptopp. Aber
Je mehr Spiel das eben die Zahnräder haben, umso mehr können sie abkippen. Und dann da innen läuft das Schaltkreuz da in dem Schlitz. Und wenn natürlich die Zahnräder abkippen können, dann drücken sie wie das Schaltkreuz aus der Führung raus. Und dann fallen eben auch die Gänge raus. Also das mit dem Gang rausfallen bei der Vespa, das ist so das Zusammenspiel von einem guten Schaltkreuz, von guten Zahnrädern, von dem Spiel da und von den Schaltrasten. Die dürfen nämlich auch kein Spiel haben. Wenn die ein Spiel hat, dann lottert das alles und dann fallen die Gänge auch raus. Also wenn man das Problem hat, dann muss man alle Sachen anschauen, um es zu beheben. Gut, wäre das soweit vorbereitet, können wir das nachher einbauen. Dann machen wir noch Schaltkreuz wechseln. So, hat man das umgeklappt. Und jetzt ist der Schlitz da, das ist ein 11er und das ist relativ schmal. Da habe ich einfach mal aus der Grabbelkiste einen alten 11er-Schlüssel in der Breite ziemlich schmal geschliffen. Dann geht der da wunderbar rein. Und ich tue das immer da am Schaltkreuz heben. Und liebe Leute, Aluschutz packen auf einen Schraubstock. Aluminium ist weicher als Stahl. Dann geht nämlich das Aluminium hat einen Abdruck und nicht der Stahl. Gibt es so einen weit gefeierten Spezialist im Internet. Der klemmt die Motoren da auf dem bearbeiteten Aluminium direkt in den Schraubstock ein. Und die Motoren haben dann alle so ein Müsterchen da. Dann weiss man dann, aus welcher Werkstatt dass sie gekommen sind. Und das ist Linksgewind. So, ja. Eben, Linksgewind. Das ist die Blechsicherung, die wir ersetzen. Schau jetzt da oben, da ist der Ausschnitt gerade. Und da ist es rund. Also von diesem runden Ausschnitt gibt es 3. Und nur eine Seite ist gerade. Und da, was gerade ist, da können wir das Schaltkreuz so drehen, abkippen. Und du siehst dann ganz genau. Theoretisch. Ja. Das ist eben, wenn es abgenutzt ist, dann hat es Brauen. Und die Brauen klemmen dann da in dem Schlitz. Das ist so ziemlich brutal abgenutzt. So. Und dann kommt es raus. Und wenn man das Schaltkreuz anschaut, da und da ist es abgerundet und da ist es eckig. Und nur da, was abgerundet ist, kann man es eben in diesem Schlitz drehen. Und da, was eckig ist, klemmt es. Bevor wir jetzt die Hinterachse einbauen, lohnt es sich immer, das Gewind noch anzuschauen. Und tatsächlich, wenn man da gut schaut, sieht man, der zweite Gang ist ein bisschen eingelaufen. Also da sind es schöne, spitzige Bergli und der ist ein bisschen und der ist ziemlich verdrückt. Klar, man kann jetzt einfach eine neue Achse bestellen, die gibt es sogar, die werden seit einem Jahr oder 2 wieder hergestellt. Aber wir sind ja Mechaniker, wir tun ja gerne Sachen flicken. Und darum gehen wir jetzt schnell ein Windeisen holen und schauen, ob wir es retten können. Das ist M14. Schmieren und salben hilft allenthalben. Gerade ansetzen. So. Ja. Wunderbar. He? Das hat natürlich da, was verletzt war, nicht mehr die volle Tragkraft. Aber es hat genug Umgang, dass die Mutter darauf sicher noch hebt. Ja, herrlich. So muss das sein. Wunderbar. Das Gewind reinigen ich mit Bremsenreiniger, weil ich das zusätzlich zu dieser mechanischen Blechsicherung noch mit Loctite einklebe.
Schaltkreuz einsetzen ist durch same but different, einfach das gleiche Spiel rückwärts. Also eben da ist mein grosser Ausschnitt, da ist das Schaltkreuz rund. Also gehe ich so mit den Wurstfinger. So. Genau, und jetzt kann ich es nicht drehen, weil die Krimas-Schaltkreuze, die sind minimst länger. 55,9, 56,6. So, ja. Yeah. Dann haben wir da hat es einen Schlitz, im Schaltkreuz hat es einen Schlitz, das muss da schön unsere neue Sicherung. Da nehme ich jetzt hochfest. Das muss heben und das muss auch nicht jeden Tag auseinander. Aber wenn es nicht hebt, nehmen wir den ganzen Motor auseinander und das macht keinen Spass. Gut anziehen. Das Blech muss man also einmal nach links und einmal nach rechts beugen. Da haben wir ja mit dem Gabelschlüssel reingegriffen, das heisst, da hat es 2 Flächen. An diesem Bolzen hat es nur eine Fläche. Also tun wir diese Seite zum Bolzen und die andere Seite tun wir zu den Schrauben. Und jetzt will ich meinen Meissel nicht mehr finden, nehme ich einen Schraubenzieher. Weil der ist ja vorne auch flach und nicht geschliffen, sodass wir das Blech zwar umbeugen können, aber nicht einkerben tun. Also. Und da, dass wir da in den Schlitz reinkommen, nehme ich zuerst einen scharfen Meissel, um es aufzubeugen. So, und dann auch wieder den Schraubenzieher. Und eigentlich sind ja Schraubenzieher kein Meissel. Aber das sind extra Schraubenzieher, die man als Meissel benutzen darf. Die haben einen durchgehenden Schaft und hinten einen Metallkopf. Hätten wir das auch gemacht, dann können wir jetzt das Getriebe einbauen. Da wären wir. Das ist original. Am Hinterrad haben wir da 3-4 PS. Jetzt schauen wir mal, was wir neuerdings haben. Ganz minim, gute Vervierfachung der Leistung, oder? 13,5 PS. Ich bin bei 8000 Umdrehungen am Gas gegangen. Es hätte noch weiter gedreht. Also das macht richtig Spass zum Fahren. Vor allem mit 4 Gängen. Also da ist man halt wirklich bergauf, bergab. Immer in der richtigen Tourenzahl, weil einfach die Abstufung zwischen den Gängen wird kleiner. Oder der Unterschied vom 3- zum 4-Gang-Getriebe ist ja, der erste Gang ist bei beiden identisch. Der 4. Gang vom 4-Gang-Getriebe ist gleich lang übersetzt wie der 3. Gang vom 3-Gang-Getriebe. Aber die 2 Gänge dazwischen, die machen es aus, dass einfach der Gangsprung kleiner wird. Also der Anschluss ist einfach viel, viel besser. Und die Kurve ist auch extrem schön. Wirklich kein Loch, kein Knick. Zieht einfach auf. Nennleistung bei, was haben wir da? 5900. Also da kann man im 4. Gang 80 wunderbar cruisen. Und wenn es einen packt, dann abschalten, Gas geben, fahren. Cool.
wenn es euch gleich geht wie unseren Kunden und ihr beim Ausfahren einfach ein bisschen schneller vorwärts kommen, weil euch die ganze Zeit irgendwelche Töffel überholen, dann sind ihr bei uns genau am richtigen Ort. Wir machen wirklich alles für deine Vespa. Auf höchstem Niveau natürlich. Gut, bis bald mal wieder.